Dieser Stoff kuriert fast alles in deiner Psyche. Und nein, es ist kein Medikament. Und gemeinsam schauen wir uns hier an, wie es bei mir gewirkt hat. Was die Wissenschaft sagt, wie man es einnimmt und was mögliche Nebenwirkungen sein können. Los geht's. Psychische Störungen sind so weit verbreitet wie schon seit langem nicht mehr. Menschen leiden unter aufdringlichen Gedanken, Zwangsgedanken, Angststörungen, Panikattacken und Depressionen. Und die allermeisten Menschen, die davon nichts wissen, weil sie sowas noch nicht gehabt haben, können sich gar nicht vorstellen, wie groß das Leid dieser Menschen ist, die darunter leiden. Und diese Menschen, die darunter leiden und lange sehr vieles unternehmen und keine Lösung finden, landen meistens früher oder später irgendwann mal beim Psychiater und der verschreibt ihnen dann Antidepressiva. Aber Antidepressiva haben selbstverständlich auch sehr viele Vorurteile. Manche sind gerechtfertigt, manche wiederum nicht. Viele haben Angst, Mensch, ich würde schon Medikamente nehmen, aber Medikamente, die in meinen Hirnstoffwechsel eingreifen, das ist so eine Sache. Verändert es meinen Charakter, macht es süchtig und es gibt ja so viele Mythen über diese Medikamente, komme ich dann wieder davon weg, etc. Und das sind alles Sorgen, die man tatsächlich auch ernst nehmen sollte. Es gibt aber Gott sei Dank auch Alternativen. Es gibt nicht immer nur Medikamente, mit denen man in den Stoffwechsel des Gehirns eingreifen muss. Und ist es überhaupt notwendig, in den Stoffwechsel einzugreifen? Nun ja, da streiten sich nun die Geister drum. Ich bin der persönlichen Meinung, dass ich schon glaube und meine, wenn jemand lange Zeit unter solchen Problemen gelitten hat, dass sich dort oben möglicherweise auch was verändert. Man kann das auch wieder zurückverändern, indem man neue Erfahrungen wieder macht. Und Antidepressiva sind jetzt bestimmt keine Medikamente, die dafür sorgen, dass du neue Erfahrungen machst. Nein, sie unterstützen dich halt eben dabei, dass deine Gefühle gedämmt sind und dadurch kannst du neue Erfahrungen machen. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Dinge, die dir dabei helfen können, in deinen Hirnstoffwechsel einzugreifen, die ganz natürlich sind und die eigentlich fast keine Nebenwirkungen haben, aber es gibt vielleicht noch eine oder andere Nebenwirkung, aber dazu kommen wir im Laufe des Videos noch dazu. Nun, ich blende dir hier einmal eine Studie ein, da kannst du das Video auch mal kurz auf Stopp machen und dir, wenn du möchtest, das komplett mal durchlesen. Auf jeden Fall. Es heißt hier, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, unter anderem, dass sie im Jahr 2016, steht hier auch alles drinnen, eine Studie gemacht haben, die 8 Wochen lang ging. Da waren 934 Probanden mit dabei, die dieses Präparat eingenommen haben und sie stellten tatsächlich fest auf der Montgomery-Skala, das ist eine Skala, wo man Depressionen misst, also ich halte jetzt nicht so viel von diesen Skalen, aber weil der Mensch steht bei mir im Vordergrund, aber die Wissenschaft, ja, die muss ja irgendwo immer ihre Leitlinien haben. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, sie fanden tatsächlich heraus, und so sagten das auch die Probanden, die dieses Mittel eingenommen haben, dass sie sehr starke Verbesserungen in ihrer Symptomatik festgestellt haben. So, wie hat dieses Mittel bei mir gewirkt? Das Mittel hat bei mir schon gut gewirkt. Ich war auch sehr verzweifelt. Ich musste, weil ich damals ein Medikament genommen habe namens Escitalopram, das musste ich erst ausschleichen. Im Laufe des Videos erkläre ich dir auch, warum man das machen sollte. Das ist ganz wichtig, also bleib da bitte dran, wenn du gerade momentan vielleicht Antidepressiva nimmst. Also ich habe das, wie gesagt, erst ausgeschlichen. Dann habe ich dieses Mittel genommen und ich muss sagen und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe den ersten 2 Wochen gar nichts bemerkt, also da war gar nichts, also irgendwie ging es mir genauso wie vorher. Aber ich habe mir halt einfach mal gedacht, mein Gott, es ist, wenn ich Antidepressiva nehme, das weiß jeder, das wirkt ja auch nicht sofort nach einem Tag, ne? Also da müsste ich schon Lorazepam nehmen, also die von den Benzodiazepinen, aber das sind ja keine Antidepressiva. Lange Rede, kurzer Sinn, also wie gesagt, die ersten 2 Wochen habe ich gar nichts bemerkt, da hat sich gar nichts verändert. Und irgendwie ist es ja immer so, wir Menschen neigen ja dazu, ne, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn es uns schlecht geht, dann bemerken wir, dass es uns schlecht geht. Und wenn es uns gut geht, dann ist es irgendwie so selbstverständlich. Ne? Das ist so, wenn vor allem bei Menschen, die nicht viel Bewusstsein dafür haben, also für unsere eigenen Emotionen und Gedanken, die wir gerade haben. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich mir das dann, und damals hatte ich noch nicht so viel Bewusstsein, tatsächlich gemerkt habe, dass nach 3, 4 Wochen so in der Zeit meine allgemeine Stimmung besser war. Also ich bin jetzt ja nicht herumgelaufen, habe Bäume rausgerissen, aber es hat sich alles ein bisschen wieder lockerer angefühlt. Ich habe meine Gedanken auch nicht mehr so ernst genommen. Ich fand das alles einfach ein bisschen locker, leichter und
vor allen Dingen, was ich gut fand, ist diese innere Unruhe, die ich hatte. Diese Nervosität, die hat tatsächlich abgenommen und ich war echt erstaunt. Ich habe mir gedacht, so ein Mittel und ist nicht mal ein Medikament, sorgt dafür, dass es mir jetzt so besser geht. Aber tatsächlich so war es. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, um welches Präparat handelt es hier sich? Es handelt sich tatsächlich um L-Methionin. Und L-Methionin ist die einzige essentielle Aminosäure, die schwefelhaltig ist. Genau gesagt heißt es eigentlich L-Methionin, S-Adenosylmethionin. Und dieses Mittel, was eine Aminosäure ist, können wir natürlich auch durch die Nahrung aufnehmen, ganz klar. Und wir haben es auch in der Nahrung drin, vor allem immer da, wo sehr, sehr viele Proteine sind. Aber jetzt ist es so, man weiß ja jetzt nicht, wie viel von den L-Methionin bei jedem Menschen innen drinnen in den Körper ist. Jeder ernährt sich auch anders. Es gibt die Veganer, es gibt die Nicht-Veganer, die wo viel Fleisch essen etc. Und die genauen Vorgänge, wie das immer im Hirn ankommt, das weiß natürlich auch keiner so genau. Wenn du Interesse an diesem Produkt hast, in der Videobeschreibung ist das Produkt, was ich genommen habe. Also, für wen ist es denn eigentlich alles gut? Also, wer profitiert davon? Also, es gibt zahlreiche Studien, ne? Also die zeigen auch, dass Menschen, die Arthritis haben oder auch Arthrose, davon profitieren konnten. Und Menschen, die eine Fettleber haben oder entzündliche Prozesse ja schon in der Leber, können unter Umständen auch sehr stark davon profitieren. Die Menschen, die Depressionen haben wir gerade gehört, können sehr stark auch davon profitieren. Wie gesagt, ich habe davon profitiert. Aber auch Menschen, die unter Ängsten, Panikattacken, aufdringlichen Zwangsgedanken oder gar Verstimmungen oder Verstimmung haben, können auch davon profitieren. Und Menschen, die Schlafstörungen haben oder Probleme beim Einschlafen oder gar Durchschlafen haben, so war es auch bei mir, können auch davon sehr stark profitieren. So, und du erinnerst dich ja noch, dass ich gerade dir gesagt habe, dass ich das Escitalopram abgesetzt habe und erst dann das Same genommen habe. Same ist die Abkürzung davon. Das hat folgenden Grund. Das ist jetzt wichtig für all diejenigen, die zuschauen und gerade eventuell Antidepressiva nehmen, vor allem die SSRI, aber auch SNRI oder tetrazyklischen Antidepressiva, die sollten das Samen nicht zusammen einnehmen. Warum? Nun ja, es besteht die Gefahr, dass man daraus resultierend ein sogenanntes Serotonin-Syndrom entwickeln kann. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil das kann sehr, sehr unangenehme Auswirkungen auf unseren Organismus und auch auf unsere Psyche haben. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt Interesse hast und sagst, ich würde eigentlich lieber dieses Samen nehmen, dann solltest du am besten zu deinem Arzt gehen, sprich zu deinem Psychiater, ihm das sagen, ihm das mitteilen und gegebenenfalls einen Ausschleichplan dieses SSRIs oder SNRI oder tetrazyclisches, egal welches Antidepressivum du nimmst, die sind alle irgendwo an dem Neurotransmitterhaushalt, wie gesagt, beteiligt und das Same auch und da könnte es dann wirklich so zu kontrainduzierten Problemen kommen, die keiner will. So, und ganz viele wollen jetzt bestimmt wissen, hat dieses Produkt, also das Same, auch Nebenwirkungen. Und ja, es gibt Nebenwirkungen tatsächlich, aber sie werden, ich sag mal, zu 95 bis 100% in dem Bereich nicht auftreten, wenn du dich dabei an die Regel hältst, dass du zwischen 200 bis maximal 1200 Milligramm pro Tag zu dir nimmst. In dieser Spanne werden in der Regel gar keine Nebenwirkungen auftreten. Da ist auch in Studien nichts bekannt. Allerdings muss man wissen, wenn man es höher dosiert, also sagen wir mal 1300, 400, 500, so hat es sich ergeben, dass es in manchen Fällen zu Übelkeit, Durchfall kommen kann. Aber mehr ist da tatsächlich auch nicht zu erwarten. Ich persönlich habe damals es zusammen kombiniert mit dem Schwarzkümmelöl. Und wie das funktioniert hat, hier auf der Endcard. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.